Ja, hallo liebe Leute, neues Tutorial und zwar, wie schon im Blender-Render-Video gesehen, es geht um die Dampfmaschine und da möchte ich mal kurz zeigen, wie man sowas in Blender denn dann dem Leben einhaucht. Ich habe so eine Datei, die ich importieren kann. Und zwar, die stammt direkt aus dem Bäcker-Cut, da ist das einfach exportiert worden. Das heißt, ich gehe her, Import STL-Datei und die ganze Datei, die liegt bei mir halt im Verzeichnis, wo haben wir es, SharePoint. Und dann haben wir hier die Dampfmaschine als STL-Datei. Die kann ich ganz einfach importieren. So, jetzt sieht man hier erstmal nichts. Dann geht man erstmal her und zoomt so ein bisschen. Und dann sieht man hier, da liegt die Dampfmaschine. So, die kann man jetzt erstmal ein bisschen verschieben. Einfach G drücken, weil das ist ein Objekt, was er da importiert hat. Dann wichtig ist, dass wir die Dampfmaschine in der X Koordinate um die X-Achse, um die Z-Achse drehen, und zwar um 90 Grad, aber das soll nicht um den Mittelpunkt dieses Teils passieren, sondern um den Cursor. Da kann man aber vorher Folgendes machen, dass man einmal kurz Objekt und dann geht das um Transform, Object Origin to 3D Cursor. Und jetzt ist der Mittelpunkt dieser Dampfmaschine auch hier in der Mitte und jetzt kann ich die einfach drehen, ohne dass ich das umstelle. So, dann drehen wir die um minus 90 Grad. So möchte ich die gerne liegen haben. Und so, jetzt ist das trotzdem alles noch ein Objekt. Man muss jetzt mehrere Objekte daraus machen. Ist nicht sonderlich gut aufgelöst, aber wie ihr im Video gesehen habt, in dem Render-Video, das reicht völlig aus für solche 3D-Sachen. Also man geht in den Edit-Mode, man muss nicht alles selektieren, so sicher bin ich mir, ich selektiere lieber alles. Dann drückt man die Taste P und wählt aus bei Loose Parts. Das heißt, dass er das Ganze zerlegt nach nach Teilen, die halt keine Verbindung haben. Das braucht einen Moment. Man sieht hier, und fertig ist die Laube. So, und jetzt haben wir hier viele, viele einzelne Objekte. Und die kann man jetzt erst einmal man kann sie benennen, man kann aber auch im Prinzip direkt loslegen mit der Animation. Das wichtigste Objekt, mit dem man anfängt, das ist dieses Rad hier und diese Achse. Die als Objekt für die Drehung möchte ich gar nicht das Rad benutzen, sondern diese Achse. Und dieses Rad möchte ich an dieser Achse parenten. Also, dass die Achse eben Eltern für oder Mutter, wie man es auch mal nennen will, für dieses Rad ist. Das macht man folgendermaßen: Rad selektieren, Achse selektieren, Steuerung P und dann einfach Set Parent to Object. Jetzt haben wir die Achse und wenn ich die bewege, dann ist das komplett und die kann ich bewegen und das ist ein Objekt. So, dann haben wir hier noch weitere Objekte, die mit dieser Achse verbunden sind. Und zwar einmal dieses und auch, ich muss mal gerade schauen, ist das komplett? Also da haben wir einmal dieses Teil hier und auch dieses Teil. Dieses und dieses Teil, gucken wir, haben wir beide. Ja, die möchte ich wiederum mit dieser Achse parenten. Und Steuerung P, Object. Und jetzt haben wir wirklich alles, was sich da irgendwie mitdreht, hier entsprechend dran. Nun fängt das erste Teil an, was man hier macht, wo man drehen möchte und wie man das eben in Blender zum Drehen bekommt. Fangen wir kurz an. Ich selektiere jetzt erstmal das, ich möchte hier den Drehmittelpunkt dieser Achse definieren. Das mache ich folgendermaßen, indem ich hier reinzoome. Dann wechsle ich hier auf Auswahl über Flächen, selektiere mir hier eine Fläche, zum Beispiel die, und dann kann man über Select
Linked Flat Faces. Das geht auch über Shift, Control, Alt, F. Also ein bisschen viel Drückerei, das mache ich lieber so. Und jetzt haben wir diese Fläche selektiert. Und dann kann man hier benennen Mesh, Snap, Cursor to Selected. Und dann wird der Cursor auf den Mittelpunkt also er bildet aus diesen selektierten Flächen den Mittelpunkt. Das soll jetzt der Drehmittelpunkt sein, dieser Achse. Und wir haben hier ein weiteres Objekt, das ist der Bock. Den Bock, den mache ich jetzt erst einmal. Wir wechseln hier auf dieser Seite. Wie gesagt, ich arbeite hier mit Blender 2.79b und das macht auch Sinn, weil die Version ist für solche Sachen für mich einfach im Moment, komme ich damit am besten zurecht. Viele andere sehen das genauso. So, dann haben wir hier die Physics und wenn euch solche Videos interessieren, so lasst gern ein Abo da und klickt gegebenenfalls auf die Glocke, wenn euch solche Videos, wo es eben um, ich sag mal, 3D-Animation, Blender, CAD, CAD++ bzw. BeckerCAD geht. Okay, aber wir machen hier direkt weiter. Der Bock, den mache ich erstmal zu einer Physik, und zwar passiv. Passiv heißt, dass das Ding zwar eine Physikeinheit ist, aber nicht direkt mit beteiligt ist. Also wenn ich jetzt Alt-A drücke, zum Beispiel, Shift-A ist es, glaube ich, ne? Alt-A ist schon richtig, dann wird hier die Animation abgespielt und das fällt jetzt nicht nach unten. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Teil hier zu einer aktiven Physikeinheit mache und drücke Alt-A, dann sieht man, das fällt so nach unten. Das nehmen wir jetzt direkt mal wieder raus. Wir entfernen die Physik dort. Das ist ein passives Objekt. Das hier, die Achse, da sind ja die anderen dran geparentet. Das ist ein aktives, eine aktive Physikeinheit. Und wenn ich jetzt Alt-A drücke, dann fällt das hier so, das hängt da schon halb hier in diesem Ding drin und fällt so raus. So, was dann auch wichtig ist bei den Physik-Sachen, das stellt man hier, wenn man diesen Punkt hier auswählt, dieses Häkchen mit dem Kreis oben dran, dann kann man hier einstellen, was soll das denn sein? Dann sagt man hier Deform, dann machen wir Base und dann haben wir hier noch Friction und dann sagen wir 0. Und dasselbe machen wir auch mit der Achse. Base und Friction 0. Jetzt passiert immer noch dasselbe, aber wir haben ja noch gar nicht definiert, dass die Achse hier gelagert ist. Das erreicht man nun auf folgende Art und Weise, indem man einmal den Bock, einmal die Achse definiert und hier auf Connect klickt. Und Connect, das bedeutet, ich habe die verbunden und die sind jetzt fix. Das heißt, zusammen verbunden, das sollen sie natürlich nicht sein. Das Ganze, was man jetzt wählen muss, ist Piston. Und ich habe diese Dampfmaschine so gedreht, damit ich diese Pistons nicht immer rumdrehen muss. So, dieses Pistenteil, das ist jetzt auf den Mittelpunkt des Objektes gekommen. Man sieht das hier, da ist das hin. Hier haben wir das Ding, das nennt sich Constraint. Und das kann man jetzt umbenennen in zum Beispiel CO für Constraint. Und dann, das ist Achse. Oder Hauptachse, aber ich nenne es ruhig Achse. So, ich habe das umbenannt. Und das liegt natürlich völlig falsch. Das muss ja dahin. Also mit dem Teil selektiert, wählt man aus Object, Snap, wo haben wir da? Snap, Selection to Cursor. Und jetzt hängt dieses Teil hier draußen. Das ist so ein Empty-Objekt. Das sieht man hier. X ist die Drehachse. Und wenn ich jetzt Alt-A drücke, dann sieht man, dass dieses Teil hier da dran hängt. Und das wird jetzt durch die Gewichte, die da dran hängen, auch entsprechend gedreht. Das heißt, einmal haben wir die kleine Kurbel, aber dieses Hauptteil hier, das hat da ein bisschen mehr Auswirkungen. Okay, wir haben jedenfalls die Achse gelagert um diesen Bock. Jetzt kann man dieser
diesem Teil noch einen zweiten Constraint hinzufügen. Und zwar wiederum Achse und Lagerbock. Und dann wieder Connect. Und da wird jetzt ausgewählt nicht Piston, sondern Motor. Und wiederum hier in dieser Physik-Einstellungssache, ich schiebe das hier mal ein bisschen rüber, da haben wir den zweiten Constraint hier und das ist der Motor. Der ist nicht linear, der ist also ein Drehmotor, Angular Motor heißt das auf Englisch. So, der kriegt eine Geschwindigkeit, mit der er drehen soll und wir brauchen ein maximales, das ist sowas wie ein Drehmoment, damit er sich dreht. Da gebe ich mal 20 ein. Mal gucken, passiert was. Und ja, der Motor dreht sich. So, das war schon der erste Weg zum drehenden Motor. Nun geht es weiter. Wir haben hier man kann jetzt die Sachen, die stören, da kann man immer schön H drücken und dann werden die entfernt. So, wir haben hier diese beiden Objekte hier, die sind an diese Achse gebunden, aber die sind nicht ganz unwichtig. Und zwar, wir benötigen den Drehpunkt dieser, das ist ja so ein Exzenter. Und dieses Exzenter, das hängt so seitlich hier raus. Ich muss jetzt wirklich überlegen, wie ich das gemacht habe. Also erstmal, das brauchen wir hier alles nicht. Die Achse brauchen wir eigentlich auch nicht. Das Rad auch nicht. So, den können wir erst im Moment auch mal verschieben. Und es muss jetzt festgelegt werden, was denn mit diesem Exzenter hier passiert. Das Exzenter dreht sich mit diesem Teil dort, mit der Achse. Die Drehachse ist definiert, das heißt, wenn ich jetzt das drehen lasse, sieht man hier, das dreht so rum. Und wir müssen jetzt diese beiden auf dem Mittelpunkt dort verbinden. Wie bestimme ich den Mittelpunkt? Ich denke, da gehen wir hier hin und ich selektiere hier eine solche Fläche wiederum über Select Link Flat Faces. Ich definiere wieder einen über Snap Cursor to Selected. Da habe ich jetzt den Mittelpunkt dieses Exzenters. Jetzt muss ich die beiden verbinden. Das heißt, eigentlich aber nicht den, sondern die Achse. Stimmt das? Stimmt das? Oh, da muss ich jetzt echt schwer überlegen. Ja, im Prinzip schon. Also ich mache jetzt wieder Alt-H, habe alles eingezeichnet, ich mache einmal das hier zu einer aktiven Physikeinheit, verbinde diese beiden hier, aber auf diesem Mittelpunkt. Das heißt, da ist der Mittelpunkt, den können wir mal wieder ausblenden hier und habe ich jetzt schon verbinden? Nein, habe ich noch nicht. Also die beiden verbinde ich Connect, nicht mit Motor, sondern wieder mit Piston. Und dann haben wir hier einen neuen Constraint. Also einmal haben wir den hier, den wir gerade vorhin angelegt haben. Den benenne ich als CO-Motor. Und dann haben wir den nächsten Constraint, den wir gerade angelegt haben. Den benennen wir ruhig als CO Exzenter. So, der kommt jetzt vor dem Motor. Das Buch ist also alphabetisch sortiert. Wenn man die so ein bisschen sortiert haben will, muss man noch Zahlen davor schreiben.
Also hier bei der Achse würde man da hier vor die Achse 00 schreiben, zum Beispiel vor den Motor 01 und vor das Exzenter eine 02. Macht vielleicht Sinn, dass man die dann wirklich so hat, wie man sie auch wirklich definiert hat. Und dieses Exzenter, das liegt wieder hier irgendwo mittendrin. Das müssen wir jetzt wieder verschieben. Ich habe das selektiert. Object, Snap, Selection to Cursor. Und jetzt hängt das da. Können wir jetzt mal gucken. Und dann sieht man, dass dieses Teil hier damit verbunden ist, aber es dreht sich nicht damit. Es dreht sich natürlich schon damit, aber es ist nicht fix mit dem verbunden, wie dran geparentet, sondern wirklich, es hängt da so dran. Weiter macht man jetzt, ich lasse jetzt erstmal wieder alles darstellen, Alt H. Ich mache mal oben für euch die Tastenbefehle an, dass er das da besser erkennt. Und jetzt geht das hier auf dieser Seite weiter. Und da habe ich jetzt diese Böcke hier. Da brauchen wir eigentlich nur diesen einen Bock, den machen wir zu einer passiven Einheit. Und dann haben wir hier diesen Hebel. Erstmal sehen wir hier, da haben wir 3 Hebel. Also den und den. Die mache ich erstmal zu einer Einheit durch Parenten. Das heißt über Objekt. Das heißt, wenn ich jetzt den hier rotiere, dann bewegen sich alle. Okay, und dann haben wir hier diese Drehachse und die soll sich ja alles drehen. Also erstmal wieder definieren, worum soll sich das drehen. Ich habe jetzt die Achse selektiert, mir wieder die in den Edit-Mode geholt. Dann kann ich wieder hier selektieren, Select, Linked Flat Faces und Mesh Snap Cursor to Selected und habe den Mittelpunkt der neuen Drehsache, die ich da definieren möchte. Und zwar möchte ich diese Achse, wir können aber auch sagen direkt den möchte ich damit verbinden, und zwar das muss erstmal eine aktive Physikeinheit werden, das ist die passive, also die beiden möchte ich wieder verbinden, Piston richtig gewählt und der Piston hängt wieder da und das ist jetzt der nächste Constraint, das heißt, der wird wieder umbenannt in CO und dann machen wir Strich 03, das ist Ventil, weil da werden die Ventile gesteuert mit diesem Kram hier für die Dampfmaschine. So, das ganze Ding heißt jetzt CO, aber groß geschrieben wollte ich das doch haben. Okay, CO 03, ne? Genau, 03 Ventil. So, dann haben wir den hier. Da kann ich jetzt auch wieder hergehen, Object, Snap, Selection to Cursor und habe den hier reingesetzt. Und da sieht man jetzt, der dreht sich um diese Achse. So, einmal sind das jetzt alle 3 und da kann man jetzt die Achse auch zuparenten. Steuerung P, Object. Das sieht man jetzt zwar nicht, aber dann dreht sich die Achse auch mit. Okay, und das Teil hier, der wird auch daran geparentet. Also du auch bitte daran. Und dann dreht sich das auch mit hin. Jetzt muss man nur noch hier die Verbindung machen. Das ist gar nicht mal so schwer. Das heißt, das Teil hier, das mache ich jetzt auch zu einer, brauche ich gar nicht zu einer aktiven Physikeinheit machen. Ich brauche nur einmal Edit-Modus, ein Selektieren, Select, Linked Flat Faces, Mesh Snap, Cursor to Selected, habe den neuen Mittelpunkt und ich verbinde jetzt einfach den mit dem. Und das machen wir über Connect. Da ist der neue, das ist jetzt dieser Constraint hier, den können wir auch wieder umbenennen, CO
Ventil-04 Ventilstange ist das Ganze. Und jetzt liegt der natürlich wieder falsch. Der liegt wieder hier unten. Also wiederum, er ist selektiert. Also können wir Object, Snap und Selection to Cursor machen. Und wenn ich jetzt das laufen lasse, dann sieht man, das funktioniert schon, aber es hakt aus, ne? Es fällt auseinander. Warum tut das das? Das tut es deshalb, weil die Physik, das kann man hier einstellen bei Widget Body World, die ist viel zu grob eingestellt. Da sind hier einmal Schritte pro Sekunde und Solver Iterations. Und das muss nach oben. Also Schritte pro Sekunde, da machen wir ruhig mal 400 rein. Und Solver Iterations, also Schritte, die der Löser noch zusätzlich nutzt. Da machen wir mal 150 rein und dann schauen wir uns das mal an. Und wenn ich das so einstelle, dann bleiben die Sachen auch zusammen. Und jetzt sieht man schon, das Rad dreht sich und dieses Teil hier auch. Okay, jetzt können wir hier an der Seite weitermachen. Und zwar, hier sieht man diese Achse hier, die ist nicht da. Die kann man hinterher irgendwie einzeichnen. Die habe ich damals entweder vergessen oder die, als sie das im Bäcker-Cut reingetan haben, haben das nicht mit rüber kopiert. Keine Ahnung. Wir können also jetzt hier dieses Teil zu einer aktiven Physikeinheit machen. Und das wird jetzt einfach verbunden mit diesem Teil. Und wieder ist das hier ein Mittelpunkt, den wir da nutzen müssen. Da muss man jetzt schauen, wie finden wir den Mittelpunkt. Also hier kann man entweder, ja, das geht nicht so einfach, weil leider kann man die hier nicht so simpel selektieren. Das heißt, da muss man jetzt gegebenenfalls wirklich auf die entweder Vertices gehen und die einzeln selektieren. Das heißt, die hier selektieren. Leider ist das beim Import nicht übernommen worden, dass das halt zusammenhängende Sachen sind. Sonst hätte man einfach mit Shift-Alt-Control da diesen ganzen Bogen selektieren können. Aber so lange dauert das auch nicht hier, die paar Punkte zu selektieren. Jetzt haben wir noch. Und da haben wir sie selektiert. Sonst sind noch keine dran. Das heißt, ich gehe nun her wieder Mesh Selection, Mesh Snap, Cursor to Selected und habe nun den Mittelpunkt hier. Und das haben wir zu einer aktiven Physikeinheit gemacht. Das heißt, der und der, die beiden werden verbunden. Wieder hier mit dem Connect und Piston, das ist genau richtig. Und der neue Constraint, der jetzt hier drin liegt, das ist jetzt der CO-. Okay, da müssen wir hin. CO-04, ne 05. Und das nennen wir einfach Ventil 2. So, der ist hier drin. Und wenn man das jetzt irgendwie klappt das aber nicht. Warum nicht? Das kann man hier schauen. Wenn man sich das hier anschaut in den Physik-Einstellungen, dann sieht man hier, das ist ein Piston. Verbunden ist Dampfmaschine 67. Das ist das. Und Dampfmaschine 58. Ist das so? Bei diesem Ventil. Ja, das ist so. Aber wie gesagt, was immer wichtig ist, dass man hier das auf Base umstellt und die Friction aus. Das muss man auch bei den ganzen anderen machen. Das haben wir hier wahrscheinlich auch noch nicht gemacht. Das ist die Friction aus. Ob das hier mit Base was bringt, das weiß ich gar nicht. Da müssen wir, da haben wir es. So, das ist ja keine Physikeinheit. Schauen wir nochmal.
der wird auch Base Friction aus. Und warum fliegt der nach oben? Okay, machen wir es anders. Ich lösche den. Obwohl, kann ich ändern. Ist denn der Piston... Nein, wir haben den immer noch nicht dahin bewegt. Dann kann das auch gar nicht funktionieren. Der hängt ja immer noch hier unten. Das heißt, erstmal Object Snap Selection to Cursor. Selection to Cursor. Jetzt hängt er da. Und jetzt sieht man hier, okay, das war nur, irgendwo habe ich da was vergessen. Jetzt klappt das Ding so nach unten. Jetzt kann man sich überlegen, wer ist denn mit dem hier verbunden? Der wird daran geparrotet. Und dann hängen die schon zusammen. Dann haben wir hier oben die Verbindung. Das ist wiederum eine Drehverbindung. Das heißt, ich habe erstmal die beiden versteckt und dann haben wir wieder hier so eine schöne Seitenfläche. Wechseln auf die Dings hier, wie heißt es, auf die Flächen. Einmal selektieren, Select, Linked Flat Faces, dann Mesh, Snap Cursor to Selected. Dann hängt er da drauf. Und jetzt machen wir wieder Alt-H. Wir verbinden die wieder. Das wird eine aktive Physikeinheit, also wieder, nein, nicht Passive, Active. Und die beiden, die werden wieder verbunden. Das ist ein neuer Constraint. Der heißt jetzt Ventil 03 zum Beispiel. Das heißt, hier wieder umbenennen. Constraint CO-06 Ventil 3. Haben wir fertig und der Constraint, der hängt jetzt wieder hier unten im Nirvana. Das heißt, der wird selektiert Object Snap Cursor to Selected. Nein, Selection to Cursor. So. Und jetzt sieht man, der hängt da dran. Okay, kippt jetzt so weg. Da muss man mit leben. Jetzt kommt es drauf an, was machen wir jetzt mit dem? Der muss jetzt entsprechend in dieser Richtung, der hängt hier, wenn man das jetzt mal hier wegmacht, das zum Beispiel, dann sieht man hier, da hängt so eine Achse dran und die muss eben gerade bleiben. Okay, wie machen wir das? Ich mache jetzt erstmal hier noch mehr. Das verschieben wir mal alles und dann haben wir hier unten so eine Fläche und da machen wir wieder eine Selektion. Mesh, nicht Mesh, sondern erstmal Select und Linked Flat Faces. Dann Mesh, Snap, Cursor to Selected und dann haben wir da einen Punkt und da soll jetzt ein neuer Constraint rein. Und dieser Constraint, der verbindet, jetzt machen wir wieder alles sichtbar, so aus dem Edit-Mode alles sichtbar, der verbindet jetzt bitte, da muss ich jetzt überlegen, was nehmen wir, okay, ich nehme einfach diesen Zylinder hier und den mache ich zu einer passiven Physik-Einheit. Das heißt, die beiden, die werden verbunden. Und zwar wieder connected. Und zwar, das ist kein Piston, sondern ein sogenannter Slider. Und dieser Slider, das ist hier, den benennen wir jetzt auch um in CO-07 Slider Ventil. So, der hat jetzt ein Problem. Erstmal hängt er hier noch völlig falsch. Das heißt, den muss man jetzt wiederum über Object Snap Selection to Cursor dahin bewegen.
und der hat dort ein Problem. Und zwar, der ist in der falschen Richtung. Wenn ich das jetzt hier laufen lasse, dann sieht man, das funktioniert nicht, das blockiert. Der blockiert sogar hier den Motor. Schon heftig, dass sowas funktioniert. Also die Physikeinheit ist schon toll. Und ich verstecke jetzt erstmal wieder hier ein paar Sachen. Das auch. Dann kann man sich diesen Slider da mal anschauen. Wir können auch das ruhig verstecken. Und der Slider geht in X-Richtung und der muss, soweit ich das weiß, in der X-Richtung läuft das Ding. Das heißt, wenn man den selektiert, dann kann man den rotieren. Und da muss man sich überlegen, wenn die X-Richtung dahin soll, muss er um Y gedreht werden. Okay, R, Y und das sind dann, ich sag mal, minus 90 Grad. So, machen wir wieder Alt-H, drehen das und dann sieht man auf einmal, hoch, das funktioniert ja. Da geht jetzt wirklich diese Ventilstange hier, die geht immer hoch und runter. Und man kann jetzt hier so rumgehen und kann sehen, das sieht schon mal ganz toll aus. So, jetzt machen wir noch diese Balancierstange und hier diese Pleuelstange. Und dann mache ich für heute Schluss. Den Rest mache ich morgen, aber das kommt ins selbe Video. Aber fangen wir hier, da machen wir nochmal weiter. Ich habe also hier diese Achse und hier diese Pleuelstange. Erstmal ist diese Pleuelstange, das hier, die sind parented, das heißt, die gehören zusammen. Können wir so bewegen. Das wird wieder eine aktive Physikeinheit. Und jetzt geht es um den Mittelpunkt, und zwar diesen hier. Selektieren, wieder so eine Fläche. Select, Linked, das war falsch. Select, was habe ich da genommen? Sharp Edges, das ist Unfug. Also nochmal selektieren. Select, Linked Flat Faces, dann Mesh Snap Cursor to Selected. Und da haben wir den Cursor wieder da richtig drin hängen, wo die Musik spielt. Und die beiden, habe ich die jetzt schon verbunden? Nein, das habe ich noch nicht. Das heißt, ich selektiere die beiden und lasse die wieder hier connecten. Diesmal nicht als Slider, sondern wieder als Pisten. Da ist jetzt wieder die Richtung die richtige, aber der hängt wieder hier mittendrin. Also wieder diesen Constraint selektieren, den entsprechend benennen. CO, das ist jetzt 08 und das nennen wir jetzt Pleuel. Pleuel 1. So, dann wird der ist selektiert, der wird nun wieder über Snap Selection to Cursor dorthin bewegt. Und wenn wir jetzt das laufen lassen, sieht man, das hängt da dran, aber das Pleuel ist ja oben nicht verbunden, deswegen haut das so nach unten ab. Also muss das hier oben auch dran. Und wie das jetzt, okay, die Balancierstange machen wir auch noch gerade. Das wird natürlich auch eine aktive Physikeinheit und da wird jetzt wiederum ein Mittelpunkt definiert. Den bitte selektieren. Select Linked Flat Faces. Mesh Snap Cursor to Selected. Jo, da haben wir den Mittelpunkt definiert. So, der Bock ist eine passive Physikeinheit. Die beiden werden bitte verbunden. Wieder Connect. Ein Piston ist korrekt. Da haben wir den neuen Constraint. Der wird wieder umbenannt in CO-09. Und das ist Balancier. Das ist die sogenannte Balancierstange. Die wird damit gelagert. Und der hängt natürlich wieder hier unten völlig falsch. Das heißt, den selektieren. Object, Snap, Selection to Cursor. Jetzt sieht man, das hängt immer noch, weil da habe ich die Verbindung hier vorne noch nicht.
Jetzt kommt es halt darum, dass ich hier jetzt die beiden verbunden bekomme. Das heißt, ich muss jetzt den Mittelpunkt hier definieren. Das machen wir am besten wieder hier, indem wir da reingehen und hier wieder diese einzelnen Punkte selektieren. Jetzt bin ich hier ein bisschen rausgeflogen gerade, weil ich da falsch gezoomt habe. So, das heißt, da wird wieder selektiert, und zwar, da gehen wir über die Vertices oder über Edges, wie man möchte, mit der Shift-Taste wirklich alle selektieren. Wie wir es vorhin da auch gemacht haben. Und ist nicht allzu schwer. Den und den. Dann kann man das so ein bisschen bewegen. Da sieht man so, ja, das sind die richtigen. Da ist nicht nur irgendwas dran. Dann wieder Mesh Snap Cursor to Selected. Dann haben wir den Cursor da schön hängen. Und ich verbinde jetzt die beiden hier. Connect. Und da haben wir den neuen Constraint. Der heißt jetzt CO-10. Da sind wir bei 10, richtig? Ja, sind wir bei 10, aber wieder nicht groß. Ich habe wieder die Caps Lock Taste an. CO-10 und das ist Balancier 2. Kann man auch Plol 3 oder was auch immer nennen. Das spielt nicht so die große Geige. So, der muss jetzt wiederum bewegt werden, und zwar Snap Selection to Cursor, und schon haben wir auch diese Balancierstange und die Pleuelstange verbunden. Okay, wie gesagt, ich mache dann morgen mit weiter. Das waren erstmal die ersten Schritte auf dem Weg zu einer animierten Dampfmaschine. Ihr seht schon, das ist Routine. Wenn man das einmal weiß, wie es geht, dann kommt man da ganz gut mit klar. Und morgen machen wir dann weiter und dann kommt hier dieser Kram mit dieser Parallelführung. Das ist nicht ganz easy. Also, wie gesagt, im selben Video geht es gleich weiter, aber für mich ist das Ganze morgen. Okay, und weiter geht's. Wir haben Samstag, ihr seht hier unten, das Datum ist einen Tag weitergesprungen und wir machen weiter mit der Dampfmaschine hier. Und wir haben, wie vorhin gesehen, wir können Alt A drücken, es bewegt sich das Rad. Es wird hier dieses Ventil bewegt über diese Stange hier mit diesem Exzenter hier, und es wird die Balancierstange bewegt über dieses Pleuel. So weit sind wir jetzt schon. Jetzt kommt hier der nicht ganz einfache Part mit diesen Teilen hier. Was man hier auch sieht, da fehlt eins. Das ist also in der CAD-Zeichnung nicht vorhanden. Und zwar, das muss hier rüber kopiert werden. Das werde ich jetzt mal gerade machen. Das heißt einfach Shift D. Ist das X? Ja, das ist X. Und wo kommt es hin? Da haben wir es gehabt. Also es kommt dann dahin. Das soll sich mal ein bisschen genauer anschauen hier. Ja, es ist überall. Können wir noch ein bisschen rüberschieben. So zum Beispiel. Okay. Wir haben hier einen Kolben. Da nehmen wir das als aktives Physikobjekt. Das heißt, wir gehen hier wieder auf die Physics und Add Active, und den Zylinder, den blenden wir jetzt erstmal aus. Da haben wir die Kolbenstange und die wird daran gehängt. Das heißt Steuerung P und Object. Mal gucken, haben wir alles dran. Ja, das sieht gut aus. So, das heißt, wir haben den Kolben mit dem hier oben dem Teil verbunden, und dann, aber da kommen wir jetzt später zu, jetzt fällt die erstmal runter, aber wir fangen erstmal hier oben an.
Da ist diese Balancierstange, die bewegt sich ja so. Und dann haben wir hier eine Achse, die wird mit der verbunden. Und dann haben wir hier eine Achse und die wird auch mit der Balancierstange verbunden durch Parenten. Und dann bewegen die sich mit. Und dann haben wir hier eine aktive Physikeinheit und da eine aktive Physikeinheit. Die beiden, die werden wieder parented und die beiden werden auch parented. So, das heißt, wenn ich den jetzt hier bewege, sind die beide da mit drin. So, dann fangen wir hier oben an. Die beiden sollen verbunden werden. Die Achse selektieren und wie man das so aus den vorherigen Sachen kennt, einen selektieren, Select, Link Flat Faces, Mesh, Snap Cursor to Selected, rausgehen und einfach die beiden selektieren, nicht die, den und den. Haben wir jetzt das Richtige bewegt? Ja. Haben wir und STRG P. Quatsch. Und hier auf Connect. Und das wird dann ein Pinion Piston wieder. Und der Piston hängt jetzt wieder hier unten im Mittelpunkt. Das heißt, den müssen wir erstmal wieder benennen. Das ist der Constraint. Und dann gehen wir wieder hier hin und der heißt CO-11. Balancier 3 nennen wir das mal. Ja. Balancier 3 und der wird natürlich wieder Object Snap Selection to Cursor und schon hängt er da und schon hängt dieses Teil da dran. So, das machen wir mit dem hier genauso. Das heißt, diese Achse selektieren, Edit Modus einmal rein, Select Link Flat Faces, Mesh Snap Cursor to Selected, aus dem Edit Mode raus und dann können wir loslegen. Das heißt, du und du, ihr werdet auch wieder connected. Jetzt hat er schon den Piston automatisch da drin und der nächste Constraint ist da, CO12 war dann hier Nummer 4. Und den haben wir selektiert. Dann können wir den jetzt sofort Object Snap Selection to Cursor und schon haben wir den Teil da auch dran hängen. So, die sind jetzt hier unten noch nicht verbunden. Das heißt, hier haben wir jetzt insgesamt 4 Hebel. Einmal die beiden, die hier außen liegen. Der wird eine aktive Physikeinheit, der auch. Und die werden jeweils halt wieder parented mit dem Objekt. So, und dann können wir diese Achsen auch direkt hier parenten. Die kommt da dran und diese Achse kommt daran. Hier vorne, das machen wir später. Das heißt, im Prinzip können wir diese Achse hier dran parenten, weil die ist da fest mit verbunden. Gut, jetzt werden die hier entsprechend verbunden, das heißt der mit dem und dann der auch mit dem. Also da selektieren wir erstmal diese Achse und wiederum einen selektieren, Select, wo war es, Link Flat Faces, Mesh Snap Cursor to Selected und die beiden werden verbunden, Connect,
ein Piston, ist richtig. Nächster Constraint. Und den benennen wir auch um. CO 13. Und das nennen wir mal parallel. Das ist die Parallelführung, das nennen wir Parallel 1. Und den können wir jetzt direkt Object Snap Selection to Cursor. Schon ist der da auch dran. Okay, nächster, den können wir beibehalten. Wir verbinden die beiden. Connect Constraint CO15. Okay, ich sehe, den einen hier haben wir ein bisschen falsch benannt, aber der hier, der heißt jetzt CO-14 Parallel 2 und den benennen wir mal gerade um, dass wir dann noch ein Minuszeichen einfügen, damit die schön untereinander stehen. So, das ist der neue. Den können wir direkt Object Snap Cursor to Selection to Cursor und dann ist der auch mit dran. Okay, so, da sind wir soweit. Die hier, das blenden wir jetzt einmal aus. Das brauchen wir gleich für den hier. Aber erstmal möchte ich diesen hier mit dem verbinden. Das ist die Achse. Einmal selektieren. Select Link Flat Faces. Mesh Snap Cursor to Selected. Und wir verbinden die beiden. Connect Constraint CO-15 parallel. Zwei haben wir jetzt, da kommt die Nummer 3. Parallel deshalb, weil das die sogenannte Parallelführung ist. Und der wird auch direkt im Object Snap Selection to Cursor. Dann sieht man, dann hängt das schon richtig zusammen. Dieses Kolbenteil können wir ebenfalls hiermit verbinden. Das heißt, der und der, die werden connected. Constraint. Das nennen wir jetzt aber anders. CO-16 Kolben. So, dann wie gesagt auch dort Object Snap Selection to Cursor und dann hängt der Kolben auch da dran. Aber der tanzt ja jetzt natürlich noch so wild rum. Einmal fehlt natürlich noch diese Verbindung und zum zweiten fehlt hier auch die gerade Führung, weil der Kolben ist ja da unten geführt. Das machen wir ähnlich wie gestern hier bei dem Ventilteil. Aber erstmal machen wir wieder Alt-H, blenden alles ein. Und wir haben hier zwei so Achsen, die brauchen wir auch gar nicht irgendwie zu animieren, die sitzen fest. Aber der Punkt, der ist wichtig. Das heißt, da setzen wir jetzt hier wieder dieselbe Technik ein, selektieren, Select Linked Flat Faces, Mesh Snap Cursor to Selected und Cursor ist da. Und jetzt müssen wir den mit dem verbinden. Das machen wir zu einer passiven Physikeinheit und wir verbinden die beiden per Connect und das ist ein Piston, das ist richtig und da ist neuer Constraint angelegt worden, CO-17 parallel 4. Und wie gesagt, der hängt auch wieder natürlich nicht da, wo er hin soll. Also Object Snap Cursor to Selection to Cursor. So, und jetzt ist die Parallelführung fertig.
Was jetzt noch nicht fertig ist, ist die Sache, dass der Kolben bitte gerade laufen soll. Das heißt, wir haben hier, nehmen wir ruhig den Zylinder als passive Physikeinheit und der, die werden verbunden, allerdings mit einem Slider. Da haben wir jetzt vergessen zu definieren, wo der Slider sein soll. Das heißt, den setzen wir, ich gehe mal hier rein, gucken, ob wir das so hinbekommen. Mesh, Snap, ne Quatsch, Select, Linked Flat Faces, Mesh, Snap, Cursor to Selected. Und dann verbinden wir den mit dem Zylinder. Wir haben den, glaube ich, schon. Ne? Mal schauen. Ich lösche den nochmal raus. Mache den lieber nochmal neu. So, das heißt, wir machen den mit dem Zylinder Connect und das als Slider. Das ist noch eingestellt. Und dann erstmal benennen wir den CO-18 Kolben Slider und bewegen den, indem wir sagen Object Snap Cursor Selection to Cursor. So, jetzt verstecken wir wieder ein paar Sachen und schauen uns den an. Der ist wieder falsch rum, der muss wieder um Y gedreht werden. Das heißt, der ist zu selektieren und rotieren um die Y-Achse und zwar um minus 90 Grad. So, alles wieder rein und machen wir mal die Dampfmaschine an. Und schon bleibt der Kolben schön gerade und bewegt sich auf und ab. Da fliegt irgendwas auseinander. Muss man gucken, warum. Ja, man muss jetzt wieder schauen bei den ganzen Physikobjekten, dass wir hier auf Base die Friction auf 0 setzen. Für jeden von denen. Ich glaube, die Friction 0 ist das Wichtige. Ich mache das aber trotzdem hier auf Base bei allen. Friction Base und Friction Base. So, dann haben wir noch den. Das ist bestimmt auch falsch. Friction Base. Gucken. Die passiven haben das auch. Base Friction. Gucken, ob wir noch irgendwen vergessen haben. Bestimmt. Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Ist die Friction weg. Bei dem Balancier ist das noch nicht. Pleuelstange. Das haben wir bei den meisten noch nicht richtig gemacht. Da war's. Da war es, glaube ich, auch. Ja, bei ihm auch. Also. Machen wir noch mal an. Das fällt hier immer noch auseinander. Und jetzt kommt eine wichtige Nacharbeit. Und zwar diese ganzen Pistenverbindungen, die wir da haben,
nicht Pisten, sondern Piston wird das geschrieben, die sind noch alle nachzuarbeiten. Und zwar, wir haben hier die Möglichkeit, die in der X-Achse zu fixieren. Die sind jetzt standardmäßig auf -1 und 1. Versuchen wir es mal mit -1 und 1. Das heißt, bitte du auch. Also alle Pistons selektieren, X, selektieren X, sonst könnt ihr nämlich von zur Seite raus wandern und dann fällt das natürlich auseinander. So, dann haben wir den Piston X. Das ist der Slider, da braucht man das nicht zu machen, soweit ich weiß. Und dann haben wir hier wieder Piston. Der Motor, da brauchen wir es nicht zu machen, aber hier bei der Achse machen wir es auch. Also jetzt lassen wir es nochmal anlaufen. Und schauen mal, ob der Kram jetzt zusammen bleibt. Man sieht hier, das arbeitet so ein bisschen auf der Achse, aber ist nicht weiter schlimm. Man kann die Werte eben hier von -1 und 1 auch wesentlich kleiner einstellen und dann wackelt das nicht so. Das heißt, bei denen hier macht man das vielleicht wirklich mal. Das heißt, der Verbindungs... Wir haben die ja benannt. Das heißt, die ganzen Parallelverbindungen, da stellen wir hier mal -0.1 und 0.1 ein. Und beim Kolben können wir das ruhig auch machen. Und 1. Und hier die weiteren Parallelführungssachen. -0.1 und 0.1. Und parallel 2. -0.1 und 0.1. Parallel 1. -0.1 und 0.1. Ich glaube, das war's dann. Genau hier bei der Balancierstange. Das können wir erstmal so lassen und schauen mal, wie es jetzt aussieht. Jetzt dürfte das hier eigentlich nicht mehr so stark arbeiten, wie es vorher getan hat. Das funktioniert auch genauso, wie es sein soll. So, im Prinzip sind wir hiermit fertig. Jetzt noch zu weiteren Möglichkeiten. Einmal ist die Animation hier bei 250 Bildern zu Ende. Das ist viel zu kurz. Stellen wir mal auf 2000. Und wichtig ist, dass das dann bitte auch hier geändert wird. Und zwar, da haben wir hier ein Widget Body Cache. Und da steht hier das Ende drin. Und das stellen wir dann eben auch auf 2000 ein. Oder vielleicht sogar höher. Auf 3000. So, jetzt lassen wir die Animation mal laufen. Und jetzt sieht man, sie läuft länger als 250 Bilder. Und jetzt gleich über die 250 und dann läuft die Maschine so weiter. Okay, jetzt kann man das Ganze auch noch animieren. Bevor ich das tue, werde ich die Sachen hier kurz ein bisschen einfärben. Und das werde ich beschleunigt machen, weil das ist nicht so dolle wichtig hier in dem Tutorial. Und gleich machen wir weiter mit den Animationen. Okay, wir sind fertig mit der
mit der Einfärbung. Die Sachen sind jetzt hier noch unrund. Das kann man so lassen, dann sieht man besser, wenn sie sich drehen. Aber man kann es auch wegmachen. Das macht man halt, indem man hier auf die Tools geht und dann Smooth und hier auf der Seite dann Auto Smooth. Das sollte man vor allen Dingen, wenn man so Sachen wie Spiegelung darauf macht, sollte man das auf alle Fälle machen. Bei allen Sachen, die irgendwas Rundes an sich haben. Das heißt eigentlich auch der Zylinder, Zylinderkopf, Auto Smooth, Smooth, Auto Smooth, Smooth. Da das auch Auto Smooth, Smooth. Die sind jetzt nicht so wichtig. Der ist relativ wichtig. Smooth. Und die Balancierstange, die spiegelt nicht. Der auch nicht, aber das muss trotzdem rund sein. Okay, so, jetzt können wir es laufen lassen. Und jetzt geht es weiter. Ach, da haben wir noch was vergessen. Was machen wir dem denn? Den geben wir auch hellblau oder rot. Machen wir die mal gelb. Also das heißt, ich Object, Make Links, Materials und dann sind die alle gelb. Ich glaube, wir haben keinen mehr jetzt vergessen und die Dampfmaschine kann so laufen. Jetzt zum Thema Animation. Das heißt, ich kann nun zum Beispiel hier den Motor selektieren und kann bei Bild Nummer 1 der Geschwindigkeit hier den Wert 0 geben, ein i, dann ist das ein Keypoint und dasselbe 0 und auch i. Jetzt geht man ein paar Bilder nach oben, sagen wir mal. Man sieht, das bewegt sich da jetzt auch mit. Eigentlich sollte sich das nicht bewegen. Es bewegt sich auch nur durch Massen, die da schwingen. Das sieht, die Dampfmaschine steht. Also können wir erstmal, sagen wir mal 90 Bilder. Gehen wir zu Bild Nummer 90. Nicht da, sondern hier. Bild Nummer 90. Und da machen wir hier auch wieder die Keypoints mit 0 und 0. Und da soll die Dampfmaschine jetzt loslaufen. Das heißt, nochmal 90 Bilder hier bei 180. Da kriegt der hier eine Geschwindigkeit von 5 und kriegt 50. Das ist was wie ein Drehmoment. Jetzt gehen wir wieder zu 1. Schauen wir mal, ob es läuft. Da soll sie jetzt anfangen loszulaufen. Das tut sie aber nicht. Ich glaube, ich habe vergessen, den Keypoint zu setzen. Ja. Also nochmal 180. Habe ich ja gesagt, hier 5 und da machen wir 50 und I und I. Nochmal zurück und schauen wir mal, ob es jetzt läuft. Ja, da fängt die an und legt los. Da oben sehen wir, da haben wir noch eine Achse vergessen. Die Achsen sind auch noch nicht in den richtigen Farben. Die Achse und die. Nee, du nicht. Da die Achse, die und die möchte ich gern auch gelb haben. Object, Snap, Quatsch, Make Links. Material, dann sind die gelb und die Achse hier, die ist noch nicht parented, die machen wir hier mit und parent. So, fangen wir nochmal an. Da haben wir noch ein paar Achsen, die nicht gefärbt sind. Der und der Object Make Links Materials. Jetzt sieht man hier, die Dampfmaschine wackelt so ein bisschen und dann fängt sie an loszulaufen.
man kann jetzt dabei Bild 180, da gehen wir wieder auf den Motor, hier Bild Nummer 180 und da kann man hier diesen Max, wie wird das übersetzt, Maximum Angular Motorimpuls, den kann man höher setzen, 5000 zum Beispiel. Schauen wir uns das nochmal an. Er legt jetzt los. Und dann hat die Dampfmaschine, oh, viel tut sich da nicht. Okay, jetzt gehen wir von Bild 180 zu, sagen wir mal, 800. Da soll jetzt gleich durchlaufen und ich habe wieder bei 180 das vergessen. Gehen wir nochmal auf 180. Da hatte ich ja gesagt, hier 5000 und das muss natürlich ein Keypoint werden. Und jetzt sind wir bei Bild 800, da machen wir da auch die 5000 rein. Und ein I. Nochmal anschauen. Legt los. Und Bild 800, dann gehen wir jetzt auf Bild Nummer 1200. Hat er gemacht. Jo, und da setzen wir hier jetzt mal 15 ein und ein Keypoint und dann gehen wir zu Bild Nummer 1700 und da machen wir das hier zu 0, das hier auch zu 0. Und jetzt schauen wir uns die Animation mal an. Ruhig in groß. Gehen zu Bild 0. So, 200, 300 bis 800 läuft er ja mit der Geschwindigkeit. Das kann jetzt sein, dass er gleich auseinanderfliegt bei der hohen Geschwindigkeit, weil eventuell da noch was verändert werden muss. Schauen wir mal, jetzt sind wir gleich bei Bild 700. Jetzt kommt das Bild 800 und jetzt sollte die Geschwindigkeit nach oben fahren. Da sieht man hier schon, da ist das nicht mehr so ganz akkurat und da müsste man die Simulationsgeschwindigkeiten und Schritte müsste man auch weiter hochsetzen, damit das hier besser berechnet werden kann. Und jetzt sind wir bei 1500 und da fährt das jetzt runter. Und zwar so, dass es am Ende auch wirklich zum Stehen kommt. Okay, jetzt schauen wir nochmal das an bei den Einstellungen. Und zwar, das war ja hier. Und da haben wir hier die Schritte pro Sekunde. Machen wir 2000. Und Solver-Iterationen 500. Man kann jetzt hier einfach sagen, ich möchte das, gehen wir auf die letzte Calculate to Frame. Und jetzt sieht man hier hat er auch eine Menge zu tun jetzt. Das beschleunige ich gleich im Video.
Okay, er hat das jetzt durchgerechnet mit einer wesentlich höheren Auflösung. Jetzt starten wir das nochmal. Gehen zu Bild 1 und starten die Animation. Und da legt die Dampfmaschine los. Die dreht jetzt wesentlich runder. Nicht so hakelig wie vorher. Und wichtig ist, was passiert ab Bild Nummer 800. Da sind wir jetzt bei 700. Jetzt kommt der Übergang von 800 zu 1000. Und da fährt sie hoch und wird schneller, schneller, schneller und es läuft astrein durch. Das heißt, mit den Parametern muss man wirklich rumspielen und dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Okay, dann kommen wir gleich zum Bild 1500, glaube ich, habe ich da noch genommen. Und da läuft sie jetzt schön aus. Und der Rest ist stehen. Gut, das zu diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch solche Videos gefallen, dann lasst bitte auch ein Abo da und gegebenenfalls könnt ihr ja auch auf die Glocke klicken und so einen Daumen hoch sehe ich eigentlich auch immer ganz gerne. Dankeschön und es sind nur noch, weiß nicht, 15 oder was Abonnenten bis zu den 1000. Das werden wir ja wohl jetzt knacken. Dann schönes Wochenende und viel Spaß beim Blendern und Frühkennen und Bäckerkennen und was auch immer. Tschüss!